Fanatec legt das eSports-Lenkrad mit diversen Upgrades neu auf und nennt dieses Clubsport-Lenkrad F1 eSports V2. Wie sich dieses Lenkrad im ausführlichen Test schlägt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Fanatec hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters und ich erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1 der Preis. Das Fanatec Clubsport Lenkrad F1 eSports V2, so heißt dieses Ding, ist für 269,95 € über den Fanatec Webshop erhältlich. Verglichen mit dem Vorgänger erhöht sich der Preis um 20 € und Fanatec bringt im Gegenzug einige Aufwertungen an dieses Lenkrad, die wir uns im Detail genauestens ansehen werden. Mehr dazu dann in ein paar Minuten. Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Im Lieferumfang mit bei ist das Clubsport Lenkrad F1 eSports V2. Ein vorinstalliertes Schaltmodul, der Quick Release 1 Wheelside aus Metall, diverse Buttoncaps und eine Kurzanleitung. Die Ware kommt im kompakten Karton, Schaumstoff gepolstert samt Beutel und Merchandise-Aufklebern zu euch. Nächstes Kapitel die Ausstattung. 11 Knöpfe und 2 Schaltwippen. Links ein Joystick und rechts der 7-Wege-Funky-Switch, den ihr drehen, drücken und in 4 Richtungen bewegen könnt. Ein dreistelliges LED ist für Ingame-Anzeigen verbaut und das Fanatec Tuning-Menü kann über den kleinen Knopf links vom Display aufgerufen werden. Über dem Display sind 9 LEDs und seitlich davon je 3 Fleck-LEDs verbaut. Weiter geht's mit den Upgrade-Möglichkeiten. Mit dem Fanatec Button Style und Sticker Set kann das Lenkrad zusätzlich personalisiert werden. Ein Review dazu habe ich vor ein paar Monaten hochgeladen, klickt bei Bedarf an dieser Stelle den Link rechts oben an. Das eSports V2 Lenkrad wird mit dem in Zukunft erhältlichen Quick Release 2 kompatibel sein. Das Podium Advanced Pedal Module, kurz APM, kann mit dem eSports V2 Lenkrad genutzt werden und kostet knapp 180 €. Bitte beachtet im Speziellen beim Konsolenbetrieb, welche Funktionen und Buttons mit dem APM belegt werden können. Dies kann auf Konsolen oftmals eingeschränkt sein, den vollen Funktionsumfang gibt es üblicherweise nur am PC. Ebenso könnte das Clubsport Magnetic Pedal Module nachrüsten. Dieses kostet knapp 100 € und unterscheidet sich verglichen mit dem bereits vorinstallierten Schaltmodul, obwohl es recht ähnlich aussieht. Wo die genauen Unterschiede liegen, darauf gehen wir dann im Kapitel Technik genauer ein.
Machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel, die Kompatibilität. Das Lenkrad kann auf jeder derzeit erhältlichen Wheelbase von Fanatec genutzt werden und abwärts kompatibel bis zu den Vorgängern CSW V2 bzw. CSL Elite. In Sachen Plattformen am PC ist der Support uneingeschränkt gegeben, insofern vom Spiel unterstützt. Das Lenkrad ist nicht Xbox-kompatibel. PlayStation Support gibt's mit diesem Lenkrad nur dann, wenn eine PlayStation 4 bzw. 5 lizenzierte Wheelbase von Fanatec am Start ist. Im Fanatec Guide vor ein paar Tagen bin ich in Sachen Kompatibilität mit Lenkrädern und Plattform auf diverse Punkte eingegangen. Holt diesen bei Bedarf nach. Weiter geht's mit dem Display und LED-Funktionen. Am PC seid ihr hier mit den üblichen Simracing-Titeln uneingeschränkt unterwegs. Weiters könnt ihr diverse Anpassungen des Displays und der LEDs in Fanalab vornehmen. An dieser Stelle verweise ich auch hier auf das Review zu Fanalab, dort habe ich alle Möglichkeiten vor einigen Monaten genauestens erklärt. Auf der Konsole kann es vorkommen, dass Display und LEDs nur eingeschränkt genutzt werden können oder dunkel bleiben. Beachtet diesen Umstand unbedingt, wenn ihr auf Konsole unterwegs seid. Informiert euch hinsichtlich eurer Konsolenanwendung, nicht dass ihr im Nachhinein enttäuscht seid. Nächstes Kapitel, die Optik. Die Metallplatte in schwarz gehalten springt ins Auge. Darunter die färbige Umrahmung in Gelb der jeweiligen Buttons an der Oberseite. In der Mitte des Lenkrads ist der Fanatec-Schriftzug angebracht. Die zwei hoch eingerahmten Buttons sind rot und die drei unteren Buttons blau eingerahmt. Rückseitig ist das Schaltmodul angebracht, welches in schwarz relativ unauffällig daherkommt, genauso wie die schwarz gehaltenen Schaltpedals. So, lästig ist er. Raus damit dir. Mann, oh Mann. Nächstes Kapitel, die Haptik. Die Griffflächen sind mit Alcantara überzogen. Kümmert euch um die Reinigung regelmäßig mit einem leicht befeuchteten Mikrofasertuch und wascht euch immer vor der Benutzung dieses Lenkrads die Hände. Dann sollte das Alcantara über längere Zeit ansehnlich bleiben. Die Buttons aus Kunststoff fühlen sich zweckmäßig an. Haptisch deutlich hochwertiger kommen der Joystick, der Funky Switch und die ebenso aus Metall ausgeführten Schaltpedals rüber. Machen wir weiter mit den technischen Details. Das Lenkrad bringt gut 1,2 Kilogramm auf die Waage, wenn der QR verbaut ist. Mit 27 cm Lenkraddurchmesser und dem klassischen Formula-Layout handelt es sich um ein sehr kompaktes Wheel. In den 36 x 26 mm ovalförmigen Griffen sind zwei Vibrationsmotoren verbaut, deren Funktion ihr nach euren Präferenzen anpassen könnt. Die 11 Buttons mit 10 mm Durchmesser lösen bei etwa 500 Gramm eher leichtgängig aus. Der Joystick bietet nahezu keinen Betätigungswiderstand. Wesentlich knackiger ist der 7-Wege Funky Switch zu bedienen. Dieser kann links, rechts, oben, unten und nach links oder rechts gedreht und ebenso gedrückt werden. Die Schaltmechanik löst mit gut einem Kilogramm aus und der Schaltweg liegt bei etwa 4 mm. Dabei bleibt die Schaltmechanik mit um die 53 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung schlafzimmertauglich. Die Schaltpedals wurden aus 3 mm dicken Aluminium gefertigt und sind 70 mm breit. In der Ausgangsstellung beträgt der Abstand zum Rim um die 31 und in der Endlage 27 mm. Und somit ergibt sich ein Betätigungsweg von um die 4 mm. Das beim eSports installierte Schaltmodul ist im Gegensatz zu den Clubsport oder Podium Magnetic Pedal Module in Sachen Gehäuse und Schaltarm aus Kunststoff gefertigt. Einzig die Pedals bestehen aus Metall. In der Nahaufnahme kann man die eingepressten Muttern und Buchsen sehen. Das muss so sein, da ein weiches Material wie Kunststoff keine Gewinde oder Buchsen für höhere Ansprüche eingebracht werden können. Beim Display handelt es sich um ein dreistelliges LED mit 4 cm Diagonale, über welches Telemetriedaten bzw. das Fanatec Tuning Menü angezeigt werden kann. Das Fanatec Tuning Menü erreicht ihr über den kleinen schwarzen Knopf linksseitig vom Display. Das Lenkrad wird mit der Lenkradbasis, sprich Wheelbase, über den QR, ausgesprochen Quick Release, verbunden. Die seit Jahren bekannte Mechanik des Fanatec Clubsport QR funktioniert über Kugeln, die bei Betätigung des QRs lose sind und das Lenkrad abgenommen oder aufgesteckt werden kann. Löst man den QR-Ring, dann rasten die Kugeln in der Lenkradachse in den Ausnehmungen ein. Machen wir weiter mit der Verarbeitung. Das Kunststoffgehäuse weist ordentliche Spaltmasse hin zur Frontplatte aus Metall auf, welche sauber verarbeitet und entgratet wurden. Der Übergang von den Alcantara-Griffflächen zu den mit Softlack-Kunststoff überzogenen Einfassungen wurde ebenso sauber verarbeitet. Die Aufnahme für den Quick Release ist ordentlich ausgeführt.
Sämtliche Buttons weisen ein merkbares seitliches Spiel auf. Kommen wir zum Hauptkapitel, unseren Rennstreckentests. Beim Fanatec eSports V2 fällt der sehr kompakte Formfaktor auf und durch das leichte Gewicht fühlt sich dieses Lenkrad sehr agil an, auch wenn etwas schwächere Wheelbases zum Einsatz kommen. Hierbei kommt an den Griffflächen dann noch genügend Power an, da der Hebelweg bei 27 cm Durchmesser relativ klein gehalten ist. Mit diesem Formfaktor gelingen reaktionsschnelle Lenkkorrekturen, die im Formula Sport erforderlich sind. Das liegt daran, dass bei einem Lenkrad mit kleinerem Durchmesser ein kürzerer Weg am Rim zurückgelegt werden muss, um den Lenkwinkel zu verändern, als eben bei einem großen Wheel. Bei einem großen Wheel benötigt man für dieselbe Lenkkorrektur einen längeren Weg am Rim und dies benötigt eben mehr Zeit. Dies ist bei reaktionsschnellen Korrekturen dann klarerweise von Nachteil. Im Gegenzug ist die präzise und entspannte Fahrweise mit einem größeren Wheel einfacher abzubilden, da hierbei der längere Weg am Rim für Lenkeingaben förderlich ist. Nach diesem kurzen Exkurs nun zurück zum eSports Lenkrad. Die Alcantara-Griffflächen nehmen die Feuchtigkeit eurer Hände gut auf, wenn ihr ohne Handschuhe so wie ich unterwegs seid, und dies fühlt sich sehr geschmeidig an. 8 Buttons sind gut erreichbar, ohne die Hand vom Lenkrad nehmen zu müssen, genauso wie der Joystick und der Funky Switch. Das Lenkrad liegt dabei gut in der Hand, da die Griffflächen ergonomisch ausgeformt wurden. Das blaue LED-Layout wirkt interessant und ist durchschnittlich gut ablesbar, kann vielseitig eingesetzt bzw. angepasst werden. Die neu hinzugekommenen Flag-LEDs bringen einen Mehrwert, wenn diese vom Spiel unterstützt werden. Die Schaltwippen sind ergonomisch gut platziert und erreichbar. Ein ordentliches Klickgeräusch und gutes Feedback sind auf der Rennstrecke präsent. Die verbauten Vibrationsmotoren im Lenkrad sind ein Plus in Sachen Immersion und können über Fanalab vielfältig eingesetzt werden. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Nächstes Kapitel die negativen Aspekte. Hier hat sich verglichen mit dem Vorgänger in Sachen Display nichts getan. Auf der einen Seite ist es mittelmäßig gut ablesbar in der blauen Farbgebung, mit 3 Lettern aber nicht mehr zeitgemäß. An dieser Stelle würde ich mir ein Upgrade zu OLED wünschen. Gerade wenn man auf das in der Podium Wheelbase verbaute Display verzichten muss, wären die Texteinblendungen direkt über das Lenkrad-Display ein sinnvolles Feature, das sich mit einem dreistelligen LED kaum oder nur sehr stark abgekürzt verwirklichen lässt. Beim Joystick fällt der fehlende Betätigungswiderstand auf. Das ist in der Rennaction ein in meinen Augen negativer Aspekt und erschwert exakte Eingaben. Der letzte negative Aspekt ist das seitliche Spiel der Buttons. Hier würde ich mir eine exaktere Einfassung wünschen. Machen wir weiter mit den neutralen Aspekten. Das Auslösefeedback der 11 Buttons stufe ich als neutral ein. Es hört sich nur mittelmäßig wertig an, der Druckpunkt ist ebenso nur Mittelmaß. In Sachen Schaltmechanik macht das eSports V2 einen deutlichen Sprung nach vorne verglichen mit dem Vorgänger, verbaut aber im Gegenzug eine spürbar abgespeckte Version verglichen mit dem Clubsport Magnetic Pedal Module. Das Gehäuse und der Schaltarm der eSports V2 Schalteinheit ist komplett aus Kunststoff und das Schaltgefühl kommt nicht an das bei den etwas teureren Lenkrädern in V2 Neuauflagen schon von Haus aus verbaute Clubsport Magnetic Pedal Module heran. Trotzdem bietet es ebenso Magnetic Shifter, die zusammengefasst einen ordentlichen und somit neutralen Eindruck hinterlassen. Weiter geht's mit den positiven Aspekten. Die Verarbeitung und Funktion aller Bedienelemente ist einwandfrei. Durch die tadellose Verarbeitung ist kein Knarzen im Rennbetrieb vernehmbar. Hier gibt es in meinen Augen keine Kritikpunkte. Das Alcantara ist immer wieder super anzufassen, fühlt sich sehr gut an und ist sauber verarbeitet. Die Ergonomie der Griffflächen und Fingerauflagen ist für nahezu jede Handgröße von kleinen bis großen Händen passend abgestimmt. Die Ausstattung von Buttons dürfte für die meisten in Sachen Belegung ausreichend sein und genügend Buttons sind gut erreichbar, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Dank der Bauweise ist das Formula eSports V2 Lenkrad super agil und für Formula bzw. Open Wheeler sehr gut einsetzbar. Die Lenkkorrekturen gelingen über den kurzen Weg am Rim blitzschnell und genauso muss sich dies auch auf der Piste in den dazu passenden Klassen anfühlen. Der Preis wurde verglichen zum Vorgänger um 20 € auf 270 € angehoben, geht aber für ein Lenkrad mit dieser Ausstattung als positiver Aspekt durch. Warum dem so ist, das behandeln wir im nächsten Kapitel und so kommen wir zum Fazit und der Kaufempfehlung. Deutlich verbesserte Schaltmechanik,
Upgrade-Möglichkeiten mit Clubsport oder Podium Magnetic Pedal Module, künftige QR2-Kompatibilität, im Lenkrad verbaute Vibrationsmotoren und die neu hinzugekommenen Flag-LEDs rechtfertigen einen Preisaufschlag von lediglich 20 € verglichen mit dem Vorgängermodell bei Weitem. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bezeichne ich als sehr fair und darum spreche ich für das eSports V2 Lenkrad eine sehr klare Kaufempfehlung aus. An dieser Stelle muss ich einen Daumen hoch ans Fanatec-Team rüberschicken. Ihr habt an vielen und vor allem an den richtigen Stellschrauben gedreht und einen bereits attraktiven Vorgänger mit der eSports V2-Version perfektioniert, ohne dass der Preis ausgeufert ist. Bist du überwiegend Formula-Anwender, dann kann ich eine Kaufempfehlung, wie bereits erwähnt, für dieses Lenkrad aussprechen. Bedenke aber auch immer den kleinen Lenkraddurchmesser in Sachen Langstreckentauglichkeit. Ein Formula Wheel ist nicht dafür gedacht, um in Forza Horizon stundenlang gemütlich durch die Gegend herumzucruisen. Vergiss auch nicht, dass dieses Lenkrad keinen geschlossenen Lenkradkranz hat und somit für Drift oder Rallye völlig ungeeignet ist. Wenn ihr meinen Kanal kennt, dann wisst ihr, dass ich persönlich immer zu mindestens 2 Lenkradmodellen rate. Ein GT und ein Formula Wheel decken üblicherweise viele Fahrzeugklassen ab. Lasst mich nun wissen, was ihr von diesem Lenkrad haltet. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Like und ein Abo freuen. Weiter geht's mit einem sehr spannenden Ausblick. Am Valentinstag wird's Zeit für das lang erwartete Review zu den hydraulischen High-End-Pedalen aus dem Hause Asetek. Nehmt euch viel Zeit für dieses Review, das wird ein halber Film. Weitere Tests zu Lenkrädern erwarten euch und nächste Woche landet eine nagelneue Direct Drive Wheelbase von Moza Racing in meinem Ron Reviewed Studio. Da gibt's wieder einiges sehr ausführlich für euch zu reviewen, neue Sachen vorzustellen, ich freue mich sehr darauf. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Vielen Dank fürs treue Dabeisein, euer Ron.